Die absurde Angst vor KI. Natürlich haben wir alle Angst davor, dass KI uns ausrotten wird, dass es unsere Jobs wegnimmt und so weiter und so fort. Und wir reden auf diesem Channel hier, beziehungsweise auf meinem anderen Channel, schon seit vor ChatGPT davon, dass wir vorsichtig mit KI sein müssen. Aber die Angst, die aktuell umgeht, ist ein bisschen seltsam. Und wir hatten auch erst gestern einen interessanten Talk mit jemandem, den ihr wahrscheinlich relativ bald bei mir auf dem anderen Kanal findet. Und jetzt hat Simplicissimus ein Video dazu rausgebracht. Denn ja, die Angst wird angeheizt. Die Angst vor KI, aber nicht die rationale Angst, beziehungsweise die rationale, was können wir besser machen, Angst, sondern halt eine irrationale Angst. Und deswegen will ich das Video mit euch gucken und meinen Senf dazu geben. Lasst uns direkt mal reinstarten. Ich habe tatsächlich heute schon ein Headset auf. Das Video heißt, wie gesagt, die absurde Angst vor KI. Ihr findet alles natürlich wie immer unten verlinkt. Und los geht's. 3 Monaten hat die Corridor ja, richtig. Kopfhörer. Crew diesen Anime veröffentlicht. Er wirkt unglaublich aufwendig. All diese Zeichnungen, die Grimassen, die Bewegungen. Tatsächlich basiert das gesamte Video auf genial angewandter künstlicher Intelligenz. A way to turn reality into a cartoon. Eine wahnsinnige Leistung. Aber da ist auch eine Frage, die im Raum steht. Was macht das mit der Branche, wenn eine kleine Crew so etwas produzieren kann? Und natürlich ist das kein Einzelfall. KI ist seit April letzten Jahres komplett explodiert. You are Balenciaga, Harry. Dieser Track wurde von einer KI generiert. Ja. Was bedeutet das für die Musikindustrie? Liefern Künstler bald nur noch ihre Stimme? Und ihr habt sicherlich von ChatGPT gehört. Es macht heute was schon ein bisschen Quatsch. Angst, in was für eine Zukunft uns das führen könnte. Unser guter Freund Döpfner will KI-Journalismus. Will er womöglich einen Robo-Reichelt installieren? Ich glaube, wir müssen die Aspekte einzeln betrachten. Ich hoffe, das werden sie auch tun. Aber wir müssen einfach mal auch sagen, also es wird wie im Endeffekt das Internet oder die Erfindung von Computern, wird es halt in jeden Bereich übergehen, wie wir hier auch schon sehen können. Ne? Wir haben Musik, die generiert wird von KI oder mit KI. Wir haben aber schon lange KI dabei. Ich will dazu noch ein separates Video machen. Aber gerade bei Musik finde ich das super, super spannend. Die Leute sind komplett ausgeflippt, als ein KI-generierter Song rausgekommen ist, der sich halt so angehört hat wie Drakes Stimme oder wie halt ein Drake-Song. Ne? Aber ich habe nie mitgekriegt, dass wir uns davor irgendwie mal Gedanken drüber gemacht haben, wie viel wirklich von diesem Song noch echt ist. Gerade Musik wird ja derzeit also sehr, sehr stark am Rechner gemacht, erstellt. Und diese Melodien sind, naja, jetzt nicht so super schwer für Leute, die Ahnung vom Fach haben, so eine Melodie zu machen. Dann schreibst du dir einen Text, der sollte sowieso aus deinem Herzen kommen. Das kann ChatGPT nur bedingt gut. Und dann machst du mit dieser Melodie, die sowieso am Rechner ist, baust du das Ganze in MIDI-Dateien, also in so kleine, ihr kennt die vielleicht von so Guitar Pro heißt das, glaube ich. Weiß nicht, so eine Software, wo man quasi so Gitarrennoten abspielen lassen kann. Hört sich furchtbar an. Wenn man die richtigen Instrumente, die richtigen Software-Tools benutzt, hört sich das wirklich realistisch an. Ich habe ja auch Gesangsunterricht bzw. Stimmunterricht und er hat mir mal so ein Ding gezeigt, weil wir es eben über KI hatten. Er hat mir mal gezeigt, wie man aus MIDI wirklich am Ende einen finalen Song rauskriegt. Und also für ein Laienohr wie meins hört sich das echt verdammt gut an. Also ja, ich glaube, das ist was viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass das nicht gerade so ist oder nicht gerade erst anfängt, sondern dass das wirklich schon seit Jahren gemacht wird. Das, was ich hier aufnehme, wird reingegeben in ein Mikrofon, ja. Dann wird es durch ein Kabel in mein Audiopult hier eingespeist. Dort kommen Effekte drauf. Klar, die sind jetzt nicht KI generiert und dann kommt das Ding erst in meinen Rechner und dort kommen nochmal Effekte drauf. So, meine echte Stimme hört sich wahrscheinlich komplett anders an. Aber das Mikrofon verändert ja auch meine Stimme. Das ist einfach völlig normal. Und ja, da kann ich halt das so ungefähr anpassen, dass es sich halt für euer Ohr einigermaßen gut anhört. Wobei ich da jetzt kein Experte für bin, natürlich. Und KI übernimmt halt sehr viele dieser Arbeiten und kann zum Beispiel meine Stimme eben so modulieren, dass sie dann halt sich vielleicht so anhört wie Drake, der sowieso überall Autotune drauf hat oder irgendwelche anderen Effekte drauf hat, ja. Dementsprechend, wir müssen uns definitiv bitte bewusst machen, dass davor schon Tools eingesetzt wurden, dass davor schon Sachen eingesetzt wurden. Aber ich glaube, da gehen sie wahrscheinlich gleich noch drauf ein. Lass mal weiter gucken. In einer Studie konnte eine KI Hauttumore besser beurteilen als Hautärzte.
Werden unsere Und das ist geil. Arztbesuche bald durch Full-Body-Scans einer Maschine ersetzt? Was passiert jetzt mit uns? Schafft KI uns alle ab? Nehmen uns Bots alle Jobs weg und machen uns nutzlos? Wie stellen wir sicher, dass es nicht richtig übel für uns läuft? Kommt natürlich auch gerade passend zu dieser Meldung, dass irgendwelche großen AI-Experten vor der Auslöschung der Menschheit waren. Und auch diese Überschrift ist wieder komplett aus dem Zusammenhang gerissen und wird halt leider immer so zitiert. Wir müssen halt vorsichtig sein, sinnvoll mit der Technologie arbeiten. Ich hatte da auch gestern ganz kurz was angeführt, was ich hier vielleicht ein bisschen ausführlicher noch sagen möchte. Diese riesige Angst vor diesem Thema ist hauptsächlich Unwissenheit über das Thema. Wenn man sich damit befasst, wird man relativ schnell rausfinden, also zumindest was wir heute haben, definitiv keine Gefahr, aber wenn wir das Ding halt einfach komplett dumm benutzen, dann kann es zur Gefahr werden. Nehmen wir mal an, KI ist so gut wie der beste Hacker, den wir auf dem ganzen Planeten finden. Das ist ein super geiles Beispiel, weil alles digital stattfindet. Ja, Hacking ist also das klassische Hacking, ohne jetzt Social Engineering mit reinzunehmen, ist ein reiner digitaler Vorgang. Wird auch häufig so gemacht. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir einen perfekten Hacking-Bot haben. Ja? Und dieser Hacking-Bot sollte natürlich nicht einfach Zugriff auf alles bekommen. Der sollte nicht einfach das Pentagon angreifen können. Aber wenn wir ihm die Rechte dazu geben, dann würde er da wahrscheinlich reinkommen. Nehmen wir einfach mal an, dass der alle Sicherheitslücken dieser gesamten Welt verarbeiten kann, neue finden kann und so weiter und so fort. Dann könnte der das natürlich machen. Und hier sehen wir bei AutoGPT so einen kleinen Trend, der mich ein bisschen verunsichert. Genau das wird da gemacht. Also bei AutoGPT habe ich noch kein Tutorial zu gemacht, weil ich leider immer noch keinen API-Key für GPT-4 habe. Kommt wahrscheinlich bald. Aber grundsätzlich ist die Idee, ihr gebt dem Tool nicht nur die Möglichkeit, mit ChatGPT zu interagieren, sondern sich selbst zu hinterfragen und auch Befehle auszuführen. So, das heißt, AutoGPT sagt zu Chat oder zu GPT-4, ey, ich brauche zum Beispiel, ich muss erstmal wissen, wo ist denn eigentlich das Pentagon? Was ist die IP-Adresse? So, ChatGPT versucht dann den richtigen Befehl fürs Terminal zu finden und der wird bei euch ausgeführt. Mit diesen Informationen füttert man dann wieder GPT-4, dann kommen wieder Informationen zurück und so wird quasi der Angriff immer weiter fortgeführt. Das würde theoretisch funktionieren. Funktioniert halt nicht gut, weil GPT-4 hat natürlich seine Vorschriften und alles. Aber grundsätzlich wäre das möglich. Und da muss man halt sich überlegen, okay, wo ist da die Gefahr? Beziehungsweise wie können wir damit umgehen? Sinnvoll umgehen vor allem, dass wir eben Chancen nutzen, Risiken möglichst minimieren. Weil ja, natürlich kann KI besser programmieren irgendwann vielleicht mal als wir Menschen. Aber es macht andere Fehler als wir Menschen. Und das ist immer das Faszinierende, was irgendwie nie so ganz verstanden wird. Genau, ich glaube schon wieder viel zu viel. Ja, okay. Neben ChatGPT wird auch Googles KI Bard immer beliebter. Der Chatbot ist aktuell allerdings nur in den USA und Großbritannien verfügbar. Mit NordVPN. Dachte ich mir schon. Gut. Hinweis: VPNs bedeuten nicht, dass man bedenkenlos online surfen kann und 100% anonym und geschützt ist. Interessanter Ja, Hinweis. dein Job ist in Gefahr. Es lohnt sich nicht, so zu tun, als wäre es nicht so. Wir könnten euch jetzt völlig erschlagen mit Beispielen, was KI bereits kann. Aber machen wir es konkret. Vice hat vor kurzem einen spannenden Artikel zu Overemployed Hustlern veröffentlicht. In dem Artikel berichten verschiedene Menschen, wie sie dank KI-Hilfe bis zu 4 Vollzeitjobs gleichzeitig machen. Anspruchsvolle, gut bezahlte Jobs. ChatGPT generiert Das könnte ich momentan sein, tatsächlich. Ich muss sagen, mein Workload war ja davor schon irgendwie so bei einer 6-7 Tage Woche, je nachdem. Gut, ich habe 10 Stunden jeden Tag gearbeitet. Also wahrscheinlich schon so eine 7-Tage-Woche gehabt. Mindestens 10 Stunden, eher manchmal sogar 12. Und ich muss sagen, ChatGPT macht einiges davon für mich mittlerweile. Was einfach Sachen sind, die ich davor halt machen musste, die aber super nervig waren. Businesspläne für sie, Blogposts oder baut Excel-Tabellen. Aber wenn diese Leute mit KI-Hilfe zum Teil 3 bis 4 Jobs machen, Sorry, ich frühstücke heißt das nebenbei. nicht, dass es in Ich hoffe, es diesen stört euch nicht. Unternehmen eigentlich einfach nur weniger Arbeitskräfte bräuchte? Laut einer großen Studie der Investmentbank Goldman Sachs sind ungefähr 2/3 aller Berufe von KIs betroffen. Bei den meisten dieser Jobs könnten Bots und Co. langfristig ca. 25 bis 40% der Arbeit übernehmen. Doch es gibt auch einen kleinen Teil aller Berufe, bei denen Programme schon bald die Hälfte oder sogar noch mehr der Arbeit erledigen könnten.
Beispiele dafür sind technischer Support und Kundenservice allgemein sowie Büroangestellte, die vor allem Daten irgendwo einfüllen oder Termine organisieren. Von diesen Jobs wird es laut der Studie langfristig einfach deutlich weniger geben. Das Ding ist aber auch, das sind ja Jobs, das sind Einsteigerjobs, ja. So, das heißt, ich fange quasi im First-Level-Support IT an und muss dort dumme Sachen beantworten. Und wirklich, ungelogen, First-Level-Support heißt in 99% der Fälle, lieber Kunde, hast du dein Gerät schon mal wieder neu gestartet, beziehungsweise aus und wieder eingeschaltet. Es heißt, man kennt es, Vodafone Support, wenn ich da anrufe, sagen die mir erstmal, wie ich meinen PC anmache, wie ich meinen Browser öffne, weil sie nicht wissen, wer hier vorne dran sitzt. Das sind stumpfe Aufgaben, die sowohl die Arbeitenden als auch die Leute, die dort anrufen, einfach todesnerven. Weil es macht keinen Sinn, jeden gleich zu behandeln natürlich. Aber die Support-Mitarbeiter wissen ja nicht, wer ruft denn da gerade an. So, die können das natürlich aus dem Gespräch raushören, aber es ist einfach eine stumpfsinnige, langweilige Arbeit. So, das heißt jetzt aber bei weitem nicht, dass wir alle First-Level-Supports direkt eliminieren können. Denn ja, viele von diesen Dingen sind stumpfsinnig und gleich. Erstmal fragen, neu starten, bla bla bla, hast du das gemacht? Aber danach wird es interessant, weil die da rausfallen, diese vielleicht 5%, die da noch übrig bleiben, die wirklich gravierende Probleme haben, die brauchen eine individuelle Betreuung. Und genau da glaube ich, dass First-Level-Support sich dann halt auch einfach anpassen wird und dann betreut man die Kunden, die dann halt wirklich so ein Problem haben, besser. Was am Ende bedeutet, wir haben eine bessere Kundenbetreuung, weil die Leute sich nicht mehr mit diesen immer gleichen Aufgaben beschäftigen müssen, sondern sich halt auf die konzentrieren können, die wirklich Probleme haben und die dann halt wirklich behoben werden müssen. Stellt euch vor, Support bei Vodafone würde halt einfach herkommen und sagen, ey, ich hab gerade, oder du hast schon alles ausprobiert, das ist alles in Ordnung soweit. Hier ist der richtige Support. Es scheint, als hättest du deine Firewall irgendwie komisch konfiguriert und deswegen kannst du nicht darauf zugreifen. So, sowas wäre insane gut. Und ich glaube, in die Richtung wird es eben gehen bei vielen Jobs, dass man dann am Ende wirklich die Sachen hat, die individuell sind und die besonders sind, dass die supported werden können. Fast 1/5 aller globalen Arbeitsaufgaben könnte automatisiert werden. Und das wäre geil. Also ganz ehrlich, wir haben ja sowieso momentan Fachkräftemangel überall. Wobei, darüber kann man streiten. Manche Firmen, die, sagen wir mal, geile Arbeitsbedingungen haben, da bewerben sich so viele Leute, dass sie sich nicht retten können vor Bewerbungen. Die schmeißen, oder die können halt wirklich nur einen Bruchteil der Leute annehmen. Also es gibt auch andere Bereiche, ne? Aber grundsätzlich haben wir zu wenig Leute in vielen Bereichen. Und grundsätzlich müssen wir meiner Meinung nach auch viel zu viel auf einmal machen. Es bleibt immer so ein Berg Arbeit liegen, den ich nicht machen kann. Und das geht vielen Leuten so. Und wenn wir jetzt die Zeit haben, die Arbeit so weit zu beschleunigen und so weit zu automatisieren, dass wir nur noch die coolen Sachen machen können, dann haben wir vielleicht auch tatsächlich mehr Kraft, mehr Zeit und mehr Muße, uns mit allen Arbeiten zu beschäftigen. Ich meine, überlegt euch mal, wenn ich jetzt keine Steuererklärung machen müsste, dann wäre legit 2 Tage im Monat, hätte ich mehr Zeit, geilen Content zu machen. Sowas wie das jetzt hier zum Beispiel. Das kostet natürlich auch Zeit, aber es macht mir Spaß und ich mache das gerne. Während Steuererklärung mache ich definitiv nicht gerne. So, und wenn ich die nicht machen muss, bin ich happy. In Europa und den USA ist es sogar eher 1/4. Ja. 7% aller momentan arbeitenden Menschen könnten in den nächsten 10 Jahren aufgrund von KIs ihren Job verlieren. Und Prediction von mir, ich glaube, ist, dass es eigentlich mehr sein könnten, weil viel Arbeit, die wir machen, generell schon automatisiert werden kann. Also nehmen wir jetzt einfach mal gerade die Behörden oder das Gesundheitswesen. Dazu habe ich tatsächlich schon einen Talk aufgenommen, den wollte ich auch noch irgendwann demnächst hochladen. Aber irgendwie kommt gerade so viel auf einmal rein, dass ich nicht hinterherkomme. Es tut mir leid. Aber generell Behörden. Ich glaube, dass man bei Behörden zum Beispiel also ist halt ein super Beispiel, ne? Könnte man sehr viele Tätigkeiten wirklich komplett neu bedenken und automatisieren, sodass die Leute bei den Behörden auch wieder mehr Zeit hätten für die wirklich wichtigen Dinge und sich nicht damit befassen, dass die Anträge alle von Hand in Papierform bearbeitet werden müssen und dann alles auf Richtigkeit geprüft wird und so weiter und so fort, sondern das könnte man alles automatisieren. Und ich glaube, dass dann tatsächlich mehr als 1/7 aller Leute oder 1/7 aller Tätigkeiten
anders wird. Nicht ersetzt, ich will dieses Wort nicht benutzen, nicht ersetzt wird, sondern dass wir anders unsere Arbeit machen können. Dass Programmierer eben zum Beispiel nicht mehr nur Code schreiben, sondern dass sie sich mit dem Stakeholder, mit dem Kunden, mit dem Chef, mit dem Team auseinandersetzen und wirklich Probleme identifizieren von der Nutzung. Ich meine, stellt euch vor, die Programmierer probieren alle ihre Software selber aus und sagen, oder nutzen alle ihre Software selber und sagen, ach so, ja gut, also mein Browser kann zwar Websites aufmachen, aber irgendwie stürzt er halt bei jeder zweiten Website ab. Ja gut, vielleicht sollten wir das fixen. Oder mein Browser kann zwar Websites aufmachen, aber er kann halt Zertifikate nicht lesen. Das wäre vielleicht ein ganz wichtiges Feature. Oder, ne, solche Sachen. Wenn das der Fall ist, kann ich sehr, sehr viel besser auch meine Software entwickeln und verstehe besser, was da eigentlich gewünscht ist dabei. Und das ist, glaube ich, so der Trend, wo es hingeht. Mehr Verständnis, mehr Empathie, mehr tatsächlich auch menschliche Interaktion. Und dafür halt die Teile, die stumpfsinnige Arbeit sind, dass die halt einfach angenehmer werden bzw. wegfallen. Und solche Schätzungen kommen nicht von einer einzigen Studie. Die EU geht zum Beispiel ebenfalls davon aus, dass KI zahlreiche Arbeitsplätze eliminieren wird. Uff, das klingt bis hierhin erstmal ziemlich gruselig. Aber das ist wie so häufig nur die eine Seite der Medaille. Nein, wir werden nicht alle arbeitslos. Ganz allgemein werden KIs sich vor allem auf Jobs auswirken, die an Schreibtischen passieren. Hier sind künstliche Intelligenzen einfach am günstigsten einsetzbar. Das ist übrigens noch so ein Aspekt. Ich finde es toll, dass Sie das gerade erwähnen. Ich finde es sehr, sehr schade. Wir könnten auch jetzt schon sehr viel automatisieren mit Tools, die nicht KI sind, sondern einfach Digitalisierung. Ganz simple Tools, die alles für uns machen könnten. Aber diese Maschinen und Tools sind teurer als die Menschen, die das machen. Ja, das heißt, der Lohn für einen Mensch ist höher als das, was ich für ist niedriger als das, was ich für die Wartung und die Anschaffung von dieser Maschine hole. Und wenn der Mensch halt nicht mehr funktioniert, schmeiße ich ihn raus und nehme den nächsten. Und das finde ich sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade, muss ich sagen. Das ist jetzt eine Kritik an eher dem Arbeitsmarkt an sich. Das ist jetzt nicht unbedingt bei Programmierern oder Informatikern so, wir werden behandelt wie die Könige, wenn wir mal ehrlich sind. Sondern das ist eher, das ist eigentlich bei anderen Jobs auf jeden Fall der Fall. Und ich finde das sehr, sehr traurig, weil wir brauchen diese Leute und wir brauchen sie voll. Und wir sollten nicht unsere Zeit oder ihre Zeit dann am Ende verschwenden mit Aufgaben, die eigentlich automatisiert werden könnten und voll funktionsfähig sind. Also gerade im Gesundheitswesen auch wieder, da sind so viele Jobs oder so viel Arbeit besteht einfach aus Dingen, die man halt automatisch machen könnte. Aber die Sachen anzuschaffen, dafür fehlt dann das Geld und für die Leute ist das Geld dann da. So, das ist, ich finde es traurig, muss ich sagen. Fahrer müssen nicht um ihre Jobs fürchten, weil eine gewaltige Flotte autonomer Busse schlicht wahnsinnig teuer wäre. Genau. Bei Bürojobs kann man KIs wie ChatGPT direkt nutzen. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Also in meinem Fall war das eben als Wissenschaftler, gib mir doch mal Literaturempfehlungen zu diesem und jedem Thema und zack kamen die. Ja? Oder auch, hier ist ein Text, formulieren wir den doch bitte mal in folgendem Stil auf Englisch um. Das ist Dr. Jens Südekum. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf und beschäftigt sich mit den Arbeitsmarktauswirkungen von neuen Technologien. Laut ihm müssen sich zahlreiche Berufsfelder auf KI einstellen. Ob Rechtsanwalt oder auch Journalist oder Leute in der Verwaltung. Aber schauen wir uns doch mal diese ganzen Bereiche an. Ne? Rechtsanwalt, was ist die große Herausforderung für einen Rechtsanwalt, ist, dass er wirklich jedes Schlupfloch finden muss oder jede Vorschrift kennen muss. Und das sind so viele dicke Wälzer. Wie viele Rechtsanwälte haben eigentlich Bock? Also ich kenne nicht so viele Rechtsanwälte, tatsächlich privat, eigentlich gar keinen. Wer von euch ist Rechtsanwalt und hat wirklich Bock darauf, diese ganzen Schinken perfekt auswendig zu können und sie überall anwenden zu können? Das ist doch eigentlich etwas, wo man sagen kann, okay, dass ich so ein Verzeichnis habe, wo all diese Vorschriften drinstehen und ich muss eigentlich nur meinen Fall beschreiben und dann werden mir einzelne relevante Gesetze vielleicht oder Regelungen oder was auch immer oder Urteile vielleicht sogar, die muss ich eigentlich auch alle kennen, die werden mir dann alle vorgeschlagen und zeigen mir, oder diese KI zeigt mir, ob sie relevant sind oder nicht. Und ich muss dann nochmal analysieren, okay, wo kann ich jetzt da ein Schlupfloch finden? Macht das nicht die Arbeit unfassbar viel einfacher und fairer vor allem? Weil so passieren, glaube ich, weniger Fehler auch vor Gericht. Oder generell,
so passieren weniger Fehler im Rechtssystem. Könnte ich mir zumindest stark vorstellen. Journalisten, muss man ganz klar sagen, viel von Journalismus besteht aktuell aus Abschreiben. Wenn ich sehe, wie viele Artikel einfach mittlerweile eine optimierte Headline haben, die so Clickbait ist, dass ich unbedingt draufklicken will, und dann lese ich den Artikel, erstmal kommt eine fette Einleitung, die niemanden interessiert, dann kommt 5-mal Werbung und dann kommt der so kurze Teil, der von einem anderen Post einfach geklaut ist. So, dass das nicht wirklich sinnvoll ist klar. Und aus genau dem Grund habe ich eigentlich auch wenig Lust mittlerweile auf die IT-Trends gehabt, weil das ist im Endeffekt ja auch ich sammle aus verschiedenen Quellen und mache dann im Endeffekt was draus. Was ich jetzt mittlerweile mache, ist, ich nehme viele verschiedene Quellen, eigene Recherche, eigene Gedanken und überlege mir dann, okay, was hat das für Auswirkungen für genau diesen einen Bereich, in dem ich dann auch noch technisches Wissen drauf anwende. Das habe ich bei den IT-Trends teilweise auch gemacht, aber so ist es viel, viel tiefer und viel, viel mehr Eigenarbeit dann auch. Und so macht mir das auch mehr Spaß und ich glaube, dass auch gerade dieser investigative Journalismus oder gerade, also das, was ich mache, ist nicht investigativ, aber gerade dieses, das Ganze auf einzelne Bereiche anwenden, ohne jetzt sich auf 90% der Arbeit drauf zu konzentrieren, wie formuliere ich eine Clickbait-Headline. So, das ist doch viel, viel angenehmer. Das ist doch der eigentliche Journalismus, ist doch das Schreiben und das Recherchieren von den Texten. Und ich glaube, dass da eben auch einfach alles angenehmer wird. Und ja, Behörden, naja, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Mathematiker, Mathematiker haben auch schon die Einführung des Taschenrechners überstanden. Die haben die Einführung des von Wolfram Alpha überstanden, was im Endeffekt ja auch schon ein unfassbar starkes Tool ist, ohne jetzt Werbung an der Stelle zu machen. Aber das hat mich durch mein Studium gecarried einfach. Also, ja, ne? Trotzdem brauchen wir Mathematik, um viele verschiedene Anwendungsfälle einzeln durchzugehen. Und wenn ich das nicht mehr selber alles bedenken muss, weil es wirklich teilweise echt hart ist, warum sollte ich das dann tun? Buchhalter, Programmierer, Schriftsteller. Buchhalter, ja, gut, da habe ich, also ich meine, das könnte man, glaube ich, auch sehr, sehr stark durch einfache Digitalisierung ersetzen. Programmierer haben wir schon so stark drüber gesprochen, da verlinke ich euch einfach. Da könnt ihr einfach mal selber bei meinem anderen Kanal gucken oder bei meinen anderen Kanälen. Dolmetscher. Achso, Schriftsteller. Gerade bei Schriftstellern glaube ich, dass die Eigeninitiative eher sein wird, dass du das Buch an sich in deinem Stil schreibst. Also, dass da wirklich dein Stil drin steckt, dass da deine Geschichte drin steckt, dass du dir selber die Geschichte überlegst. Das Ausformulieren kann ja teilweise eine KI machen. Das ist ja nicht verwerflich, aber ich glaube, dass es auch da so eine Art Koexistenz sein wird, wo eben beide gemeinsam arbeiten. Dolmetscher. Dolmetschen ist tatsächlich was ich sehr, sehr faszinierend finde, weil man muss die verschiedenen Nuancen kennen. Und ich habe, jetzt kommt drauf an, wann ihr das Video hier seht, ich bringe am 2. Juni bringe ich ein Video raus über Plugins von ChatGPT. Und da ist auch eins dabei, was wirklich Nuancen von Sprachen versteht. Und dementsprechend finde ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Tool zum Übersetzen geworden ist. Aber trotzdem muss man das natürlich Probe lesen. Und Dolmetschen ist ja meistens eine Live-Arbeit. Aber ja, grundsätzlich, wenn wir das uns mal überlegen, wenn ich quasi Text auf Deutsch habe, ich übersetze ihn ins Japanische, ich kann wirklich die ganzen Nuancen aus dem deutschen Text rauslesen, in den japanischen Text übertragen. Das wäre schon faszinierend. Also ja, das ist gut und dann kann ich quasi hergehen und den deutschen Text sogar sprechen, quasi transcriben mit Whisper zum Beispiel und wieder sprechen lassen mit Text-to-Speech, wobei wir da noch einige Dienstleistungen haben, oder KIs haben, die schon besser werden. Und dann habe ich eigentlich Live-Dolmetschen. Das stimmt schon. Das ist, das ist ziemlich betroffen. Das ist wahr. Aber das ist schon länger ziemlich betroffen, weil diese KI-Übersetzungstools sind jetzt nicht gerade neu. Die gibt es auch schon seit Jahren und naja, da muss man halt vielleicht eher diese kreative Schreibweise beziehungsweise diese Nuancen selbst auch verstehen. Also tatsächlich muss ich sagen, diese KI-Tools verstehen die nicht immer komplett. Gerade sowas, was Stil angeht oder sowas. Aber KIs werden tendenziell einfach die weniger spannenden Aufgaben übernehmen. Genau. Irgendwas nachschlagen, etwas vorformulieren, Dinge umstrukturieren. Sie sind vor allem digitale Assistenten. Man kann entsprechend dann mehr Zeit und mehr Energie fokussieren,
dann auf die eigentlich spannenden Aspekte des Jobs. Rechtsanwälte können zum Beispiel künftig vielleicht trockene Routineaufgaben der KI überlassen und stattdessen mehr Zeit für Mandatengespräche nutzen. Journalisten können sich mehr Zeit für Interviews Okay, und jetzt machen Sie das, was ich investigative gemacht habe. Recherchen nehmen. Ärzte können sorry. Hilfe bei Prognosen bekommen und sich auf die Behandlung konzentrieren. Ja. Die Gefahr, dass jetzt Vor allem bei Ärzten finde ich es ja so wahnsinnig faszinierend. Ich habe an einem Projekt mitgearbeitet. Ich kann leider nicht ins Detail gehen, weil, NDA und so. Aber im Endeffekt wurde da mit Bilderkennung was erkannt, was Ärzte, also einfach eine Routineuntersuchung, da gucken Ärzte, also, nee, eigentlich ist es keine Routineuntersuchung. Es wird was guckt und dann guckt halt die KI noch zusätzlich drauf, ob vielleicht noch was anderes erkannt wird. Also im Endeffekt, hey, wenn wir diese Daten, diese Bilder schon haben, nehmen wir einfach mal an, das sind Fotos, ja. Wenn wir diese Fotos schon haben, dann gucken wir direkt mit einer KI drüber, ob dieser Mensch noch vielleicht eine andere potenzielle Krankheit hat. Und wenn so ein Merkmal da ist, dann geben wir dem Arzt direkt einen Hinweis, dass da was ist. Und der Arzt kann dann direkt hergehen und sagen, gucke ich mir gleich genauer an. So, wie geil ist das denn bitte? Dann kann man möglichst viele Krankheiten direkt schon früh erkennen. Einfach bei einer Untersuchung, die so oder so gemacht wird. Dass wir das noch nicht haben, ist sowieso irgendwie verschwendetes Potenzial. Wenn wir es jetzt können, warum sollten wir das nicht tun? Das ist der Wahnsinn. Und so wird das halt natürlich bei jeder Routineuntersuchung gemacht. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, man geht halt einfach mal gelegentlich zum Arzt, lässt sich einmal kurz durchscannen, die KI guckt halt drüber und wenn halt nichts Auffälliges ist, ja, dann war es die Routineuntersuchung halt. Also ich meine, da muss man dann auch den Arzt nicht so stark involvieren. Der Arzt wird entlastet und kann sich wirklich dann mehr Zeit nehmen für die einzelnen Leute, während solche Routine-Checks einfach schon viele Krankheiten im Vorfeld erkennen und dann halt behandeln lassen. Klar, das ist natürlich ohne Arzt nicht so zuverlässig, aber es geht ja auch nur um Routine-Checks. So. Also, ich weiß nicht, da gibt es viele Ideen, die man hat. Die werden jetzt gerade alle ausgearbeitet. Google ist da ja an einem riesigen Projekt dran, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Und Entschuldigung. Und ich glaube, dass gerade mit solchen Projekten auch die Gesundheit insgesamt einfach gesteigert werden kann. Ich meine, wer würde das nicht wollen? KI zu Massenarbeitslosigkeit führt und dann Millionen von Menschen da sitzen und plötzlich nichts mehr zu tun haben, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, Menschen haben seit 100 Jahren die Angst, dass irgendwann alle Jobs von Maschinen erledigt werden. Automatisierung. Und ganz ehrlich, wenn wir so KI haben, die dann wirklich Jobs für uns erledigt, dann haben wir andere Dinge, die wir tun können und müssen. Wir müssen diese KIs warten, wir müssen sie entwickeln, wir müssen halt, Es gibt auch viele Jobs von ganz früher, gibt es nicht mehr in der Form, beziehungsweise haben sich drastisch verändert. Ich meine, wer macht wirklich noch die Arbeit so, wie sie mal ganz, ganz früher war? So wirklich von Hand, irgendwie ohne irgendein Tool, ohne Tiere am besten, Jäger und Sammler machen. So, Wie häufig passiert das noch? Das ist nicht so viel. Früher war das 100% der Menschheit, die so gelebt hat, quasi. Ihr versteht, was ich meine. Es wandelt sich halt, aber es wird nicht ersetzt. Man macht dann halt was anderes und macht das, was man halt davor gemacht hat, einfach effizienter, besser, schneller. Ist gruselig. In den 1920ern hatten die Leute Angst, Autos würden sie arbeitslos machen. In den 40ern und 50ern war es der Einsatz von immer mehr Maschinen in Fabriken. In den 60ern und 70ern wurden Fotokopierer zum Gift für Schriftsteller, Verleger und Akademiker. Aber fairerweise, also gerade so Abschreiberjobs gab es ja früher, die mussten ja wirklich, vor dem Buchdruck zum Beispiel, musste man ja wirklich alles von Hand ausformulieren bzw. abschreiben. So einen Job zu machen, ist halt auch nicht so sehr erfüllend. Während jetzt, wo wir quasi solche Sachen drucken können, beziehungsweise vielleicht sogar digital haben, können die Leute halt was anderes machen. Und naja. Aber ja, Abschreiber, also nehmen wir jetzt einfach mal von früher vorm Buchdruck, ja. Wenn deren Job war, alles abzuschreiben und sie haben sich geweigert und gesagt, nee, also Buchdruck, mache ich auf gar keinen Fall. Gut, dann wurden sie halt tatsächlich verdrängt. Und das ist so das, was ich auch ein bisschen kommunizieren will. Wenn man sich einer Technik komplett versperrt und sagt von vornherein, nee, auf gar keinen Fall, ohne es auszuprobieren, ohne die Schwächen und Stärken zu kennen, ohne vielleicht auch zu wissen, wie ich damit umgehe, dann kann das schon dazu führen, dass man Schwierigkeiten haben wird. Man sollte zumindest sich mal damit beschäftigt haben, mit dem Bereich, der für einen selber relevant ist. Das ist zumindest meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Erklärt.
In den 80ern und 90ern waren es die Computer. Es wurde eigentlich statistisch gesehen im Durchschnitt niemand arbeitslos, sondern die Menschen haben tatsächlich im Unternehmen neue Betätigungsfelder gefunden. Die wurden umgeschult, weitergebildet, umpositioniert. Es ist wie so häufig mit neuen Technologien. Sie lassen alte Jobs verschwinden und neue Jobs entstehen. Das passiert ständig, die ganze Zeit. 60% aller US-Angestellten haben Jobs, die es 1940 noch nicht gab. Wenn neue Arbeitsplätze entstehen, liegt das sogar fast immer an neuen Technologien. Schon jetzt entstehen durch KIs jeden Monat tausende neue Jobs in Deutschland. Die Branche könnte die deutsche Wirtschaft bis 2030 um 11% wachsen lassen. Das Problem Und das recht ist doch simpel. eigentlich was Gutes. Es ist sehr einfach, sich vorzustellen, wie eine Maschine einen existierenden Job zerstört. Es ist unfassbar schwer, sich neue Berufe vorzustellen, die heute noch nicht existieren. Doch hier gibt es auch eine entgegengesetzte Theorie. Dieses Mal sei Automatisierung anders. Wir würden dieses Mal wirklich den Aufstieg der Maschinen erleben. Wird irgendwann alles automatisiert? Das Future of Life Institut hat Und dann haben wir aber eigentlich auch schon ein sehr interessantes Szenario, weil dann wird so weit, also nehmen wir an wirklich, dass KI so stark wird, dass alles automatisiert wird, dauerhaft, für immer, ne? Und dass dann quasi auch alle neuen Jobs ja von KI erlernt werden können und deswegen wird es von der KI gemacht und deswegen, ne, ihr versteht, wo ich hin möchte. Und dann haben wir einen interessanten Use Case, weil dann werden wir alle einfach arbeitslos. Also ich meine, dann gibt es ja auch in dem Szenario relativ bald Roboter, weil ansonsten hätten wir Jobs, die Roboter erforschen würden und daran weiterarbeiten würden. Dann gäbe es Roboter, die jeden Job übernehmen. Dann gäbe es alles, das alles übernimmt. So, dann haben wir aber immer noch die Forschung, die ja neue Sachen erforscht. Ja, aber wenn das auch automatisiert wird, dann sind wir ja plötzlich in der Lage, in Space zu fliegen und neue Ressourcen abzufarmen. Aber das wird ja auch ersetzt und dann haben wir plötzlich das ganze Universum kolonisiert. Also, ne, das wäre schon, ich glaube, bis wir dahin kommen, da sind noch einige Jobs dazwischen, noch einige Zwischenstufen. hat sehr medienwirksam zu einem Entwicklungsstopp von KIs wie ChatGPT aufgerufen. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten Wobei das nicht daran lag, also nicht ausschließlich. Das lag auch vor allem daran, dass sie Angst davor hatten, dass es halt ein Bewusstsein entwickelt. Und da ist die Schwierigkeit, wo definiert man Bewusstsein, wie definiert man Bewusstsein. Haben meine Katzen Bewusstsein? Meiner Meinung nach haben sie das definitiv. Sie haben auch einen Charakter, wenn ihr mich fragt. Und dann ist die Frage, okay, hat eine KI einen Charakter, hat KI ein Bewusstsein? Kann sie sich selbst im Spiegel erkennen sozusagen? Wo genau setzen wir die Grenzen? Also das ist jetzt definitiv, manche argumentieren, das ist jetzt schon der Fall. Ich würde sagen, das ist jetzt noch nicht der Fall. Aber die Grenzen sind ja fließend und schwierig zu erkennen. Und wenn wir selber ein Bewusstsein erschaffen, müssen wir halt vorsichtig sein. Und wir müssen halt gucken, wo kommt das alles? Also, ne, das KI-Gehirn ist im Endeffekt ähnlich aufgebaut wie ein menschliches Gehirn, gerade so mit den ganzen Neuronen und den ganzen Verknüpfungen. Und ist jetzt schon auf der, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, das ist ja aber ohne Beleg hier. Ich meine, ich habe gelesen, dass es ungefähr auf der Größe von einem menschlichen Gehirn sein soll. Was nicht heißt, dass es irgendwie ähnlich ist oder so. Unser Gehirn arbeitet schon nochmal anders. Wir haben diese temporale Komponente, die hast du bei einer KI und beim Transformernetz eigentlich so nicht. Ja, die Frage ist dann, ab wann kann es ein Bewusstsein entwickeln? Was bedeutet Bewusstsein überhaupt? Das sind ja Fragen, die philosophisch noch gar nicht so 100% beantwortet sind, beziehungsweise wo es verschiedene Meinungen gibt und ja, da wird es dann schwierig. Persönlichkeiten aus der Tech-Branche haben unterschrieben. In dem Brief steht unter anderem, sollten wir alle Jobs wegautomatisieren, einschließlich der erfüllenden? Sollten wir nicht menschliche Intelligenz entwickeln, die uns schließlich zahlenmäßig übertreffen, überlisten, obsolet machen und ersetzen könnten? Und da ist sie wieder. Die Angst vor einer dystopischen Zukunft. Eine Welt, in der nur noch eine Handvoll Menschen arbeitet und alles andere von Maschinen und künstlichen Intelligenzen übernommen wird. Wir Menschen schaffen es irgendwann nicht mehr, die KI zu kontrollieren. Früher konnten wir uns zwar immer wieder durch Innovation retten und relevant bleiben, doch im Zeitalter der KI packen wir es nicht mehr. Es gibt zwar neue Arbeitsplätze, aber bei weitem nicht genug, um die verlorenen Jobs auszugleichen. Das unglaubliche Potenzial der KIs ist zu groß und die Rechenleistung steigt exponentiell. Es besteht die Gefahr, dass die Technologie immer und immer klüger wird. Es gibt auch die Gegenperspektive. Also, dass die Technologie immer und immer klüger wird,
das ist eigentlich bislang auf jeden Fall eingetreten. Und das ist ja an sich auch nichts Fatales, solange wir halt, wie gesagt, diese Kontrolle nicht komplett abgeben. Und das ist eben dieses Szenario, was ich auch schon eben meinte. Nur, dass es halt sehr, sehr schwer zu kontrollieren ist. AutoGPT ist Open Source. Das heißt, jeder kann einfach sagen, okay, ChatGPT benutze ich jetzt, mache AutoGPT draus und das führt dann halt alles einfach aus. Das produziert mir Videos, das produziert mir Stimme, das produziert mir Bilder, das produziert mir Code, den ich dann ausführen kann und mit Code kann ich quasi alles kontrollieren. Also das ist halt so der Worst Case, beziehungsweise wenn ich das ungefiltert einfach laufen lasse, kann das halt gefährlich werden. Aber das kann jeder laufen lassen. Also gerade aus dem Hacker-Szenario, dann kann halt das Pentagon einfach seine Schwachstelle fixen, weil das Pentagon kann halt selber sich so angreifen. Also haben wir quasi auch einen perfekten Pentester, wenn man so möchte. Und dann wiederum muss man gucken, okay, ist das dann wirklich so viel besser? Ja, oder schlimmer? Die Menschheit wird die Kontrolle behalten. KI wird uns in eine Art utopische Zukunft führen. Sie wird all unsere Probleme lösen. So eine Denkweise nennt sich Long-Termism. Long-Termists versuchen oft, existenzielle Fragen weit entfernter Zukunftsszenarien heute zu beantworten. Dabei kann niemand vorhersagen, ob wir in 50 Jahren in einer Dystopie, Utopie oder in einem ganz anderen Szenario landen. Die Debatte ist, auch wenn euch bestimmte Argumente vielleicht mehr überzeugen als andere, komplette Spekulation. Genau, das ist eigentlich so genau das, was es ist. Es ist eine 100%ige Spekulation, was passieren wird, aber wir können ja schon mal die Probleme, also das, was ich mache, ist immer so ein Risk-Management. Ja, das kommt vielleicht aus meiner Cybersecurity-Herkunft. Das bedeutet im Endeffekt, ich mache Risikoabwägung. So, Risk-Management ist im Endeffekt, man versucht, Risiken zu identifizieren und man versucht dann, dass diese Risiken möglichst neutralisiert oder zumindest gemindert werden. So, wenn wir jetzt dieses Risiko von einer sehr, sehr guten Hacker-KI haben, was können wir dann machen? Können wir AutoGPT verbieten? Macht keinen Sinn, ist Open Source. Können wir Large Language Models verbieten? Macht keinen Sinn, kann jeder entwickeln, kann auch ein ziemlich böser Staat entwickeln. Okay, cool. Was machen wir also dann? Müssen wir es in Kauf nehmen? Naja, nee, nicht wirklich. Wir nehmen selbst diese Möglichkeit, führen das bei uns aus und finden so Schwachstellen, reparieren diese Schwachstellen und dadurch wird unsere Software auch noch gleichzeitig stabiler gegen Hacker, die keine KI benutzen. So, das ist so dieser Risk-Management-Ansatz. Wie kann ich etwas Gefährliches nutzen und daraus eine Chance machen? Und das hat sich jetzt ziemlich nach FDP-Gebrabbel angehört, ne? Risk-Management halt, ihr versteht, was ich gemeint habe. Aber ja, das ist natürlich auch ein bisschen Long-Termism, weil man frühzeitig über diese potenziellen Risiken nachdenken muss und sich drum kümmern muss. Und deswegen versuche ich das ja auch immer auf meinem Kanal, euch gleichzeitig zu zeigen, wie geil das sein kann, aber was genau daran gefährlich ist. Und dass wir eben dieses Gefährliche gemeinsam ausmerzen können. Und ich glaube, das ist eigentlich die einzige sinnvolle Herangehensweise. Also wenn ihr eine andere kennt, bitte erleuchtet mich. Ich bin gerade wirklich auf diesem Pfad, dass das halt sinnvoll ist und dass man so Technologie auch weiterhin gut benutzen kann. Genau. Und ja, dann hofft man natürlich, dass man in diesem Szenario rauskommt. Man versucht, das hier zu vermeiden. Dadurch wird das hier hoffentlich wahrscheinlicher. Aber am Ende wissen wir es trotzdem alle nicht. Und deswegen bleiben wir bei diesem Fragezeichen-Szenario. Wir wissen ja gar nicht, was wir in den nächsten paar Jahren entwickeln werden. Haben wir vielleicht, keine Ahnung, durch KI-Forschung plötzlich mit KI die Möglichkeit, Quantenrechner schneller zu erforschen. Und dadurch werden KIs nochmal um ein Vielfaches stärker. Kann ja sein. Oder, ja, wer weiß, was sonst noch alles passiert, ne? Also, ich meine, das ist ja spannend eigentlich auch. Es ist super cool, es sind viele, viele geile Chancen und es ist super spannend, es macht Spaß. Dennoch werden diese hochspekulativen Argumente teils missbraucht, um im Hier und Jetzt, wo es eigentlich um Fakten gehen sollte, die Debatte zu beeinflussen. Es wird zwar gerne so getan, Programme wie Chat... Das ist Python. Definit, das ist ein Konstruktor. Defloading, was auch immer Defloading sein soll. Und Self-List-Labels ist gleich CL, das macht irgendwas mit Listen. Oh, cool. Das ist aber kein Python. Das hier ist C++. std-Vector ist C++. Das hier unten... Moment. What the fuck? Okay, also das hier oben ist Python, zumindest wenn ich das richtig lesen kann, mit definit. Das muss eigentlich Python sein, aber hier steht keine Funktion dabei, wenn ich das richtig sehe. Das hier ist, also das ist schon mal fehlerhafter Code, der wird nicht ausgeführt werden. Das hier ist auch Python,
Aber hier fängt es dann an mit C++. AutoIt ist gleich operands.begin. Da ist ein Semikolon auch noch dabei und dann int result. Das ist C++-Code. Was ist das für ein furchtbares Stockvideo, Leute? Das ist auch STD-Vector, ist auf jeden Fall C++. Die mixen einfach Python und C++. Was für eine Ausgeburt der Hölle! Gut. Naja. GPT sind aber keine intelligenten Ignorieren wir Wesen das mal. und haben kein Bewusstsein. Und wir sollten nicht über sie diskutieren, als wären sie das. Man kann das Wort Intelligenz hier schnell missverstehen. Es sind Algorithmen, die Muster in gigantischen Datensätzen erkennen und daraus neue Muster erstellen können. Sie Ja. wissen und verstehen dabei nicht, was sie für Content generieren. Und das ist die Frage, die da eben nicht ganz geklärt ist. Da sind sich ja auch die Forscher nicht ganz einig, wo diese Frage nach Bewusstsein eigentlich aufhört und anfängt. Da gab es zum Beispiel diesen Google-Forscher, den ihr vielleicht gehört habt, der ist danach weggegangen von Google, aber der hat gemeint, okay, meine KI hat ein Bewusstsein. Und ja, auch schon bei GPT-4 war man sich da nicht ganz sicher. Manche sagen, dass es da Sparks of Intelligence oder auf Real Intelligence gab oder auf Verstehen von Inhalten, also wirkliches Verstehen. Das ist halt die Frage. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, meine Katzen verstehen nicht gerade viel. Wenn ich ihnen zum Beispiel einen Spiegel vorhebe, kapieren die nicht, dass sie da drin sind. Zumindest glaube ich, dass sie nicht da drin oder nicht das kapieren. Aber trotzdem würde ich ihnen eben ein Bewusstsein zusprechen. Das ist halt immer die Frage, wann genau ziehen wir die Grenze? Was ist unsere Definition davon? Und ich glaube, die liegt bei vielen irgendwie nicht auf demselben Punkt. Ich habe ehrlich gesagt selber keine. Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Offene Briefe zu Entwicklungsstopps und fatalistische, reißerische Zukunftsvisionen sind laut vielen Kritikern nur ein riesiges Ablenkungsmanöver. Es ist leicht, sich über fiktive Szenarien in 50 Jahren zu streiten. Die massiven Probleme, die KI schon heute mit sich bringt, kann man dann ignorieren. Aber das wäre ein riesiger Fehler. Macht KI unsere Gesellschaft ungerechter? Die Modelle sind nur so gut wie der Datensatz, mit dem sie gefüttert werden. ChatGPT wurde beispielsweise mit Textdateien aus dem Internet trainiert. Und viele Texte im Internet sind, diskriminierend, unvollständig und schlichtweg falsch. Ein Journalist von The Intercept hat sich ein Programm bauen lassen, das das Sicherheitsrisiko von Reisenden an Flughäfen einschätzen soll. Die Herkunftsländer Syrien, Irak, Afghanistan und Jemen wurden automatisch als gefährlich markiert. Der 25-jährige Amerikaner John Smith, der durch Syrien und in den Irak gereist ist, kriegt dann einen Risikoscore von 3. Ali Mohammed kriegt einen Score von 4, schlicht, weil er Syrer ist. Sicherheitsexperten sind sich einig, dass so ein Profiling basierend auf dem Herkunftsland nicht nur rassistisch ist, sondern auch ganz und gar nicht bei der Bekämpfung von Terrorismus hilft. Wenn in Zukunft eine... Das ist aber gerade so das, was ich ja auch schon häufiger berichtet habe. Also sowas wie Predictive Policing, solche Scoring-Systeme, generell Social Scoring-Systeme, die wir ja auch schon bei uns immer wieder diskutiert haben. Solche Sachen oder auch zum Beispiel, dass Jobs automatisch von der KI abgelehnt werden, basierend auf dem Lebenslauf. Das sind so hart rassistische und sexistische und was weiß ich was alles für Probleme hinten dran. Die haben wir auch schon besprochen, die sind problematisch und genauso Deepfakes sind aktuell ein Problem, weil sie die Demokratie gefährden. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das Problem ist, dass die Gefahr, die durch Deepfakes entsteht oder durch solche Social Scoring Systeme, dass die nicht so dringlich erscheint, wie die Menschheit löscht sich vielleicht selbst aus. So, und dementsprechend stürzt man sich lieber auf die Menschheit, löscht sich selbst aus, weil ist halt auch ein einfacheres Szenario, da lässt sich besser drüber streiten, während sowas wie Deepfakes zum Beispiel, die wirklich benutzt werden, um Wahlen zu beeinflussen, ist ja tatsächlich schon vorgekommen. Die werden einfach ignoriert. Also legit, das Video hat, glaube ich, immer noch nur 30.000 Aufrufe oder sowas von mir. Das will niemand sehen. Während, wenn ich sage, ich habe ChatGPT zum Hacken benutzt, das hat irgendwie 100.000 Aufrufe. Das ist halt ein riesiger Unterschied auch in der Wahrnehmung und in dem, was realistisch ist. Aber ja, ich versuche das immer so ein bisschen, versuche halt alle Perspektiven zu beleuchten. Aber ich verstehe, dass nicht jeder YouTuber oder jedes Medium, wie jetzt, keine Ahnung, Zeitung oder sowas, so tief in das Thema eintauchen wollen und können. Aber gut, ja. KI die Passagierchecks übernimmt und rassistisch entscheidet, wen zieht man dann zur Rechenschaft? Die Verantwortung würde laut Experten bei den Entwicklerteams liegen.
Sie haben die Datensätze ausgewählt und das Modell trainiert. Entsprechend müssen sie gewährleisten, dass ihre Systeme fair sind. Doch aktuell ist die Arbeitsweise der Aber wie kannst du das denn gewährleisten? Wer definiert dir denn vorher, was fair ist? Das müssen die Entwickler ja auch erstmal sagen. Wenn ich euch jetzt als Kunde die Aufgabe gebe, bau mir ein faires System, dann fragt ihr mich doch als allererstes, was bedeutet denn fair für dich? Ist ein Würfelwurf fair, wenn er immer auf der 6 landet? Für jeden Spieler. Naja, dann ist es halt kein Würfelwurf mehr, aber er ist eigentlich fair. Ist der Würfelwurf fair, wenn im Durchschnitt, weil der einfach Pech hat, der eine Spieler immer nur eine 1 würfelt und der andere eine 6 würfelt? Im Durchschnitt so einfach mal über 100 Würfe, weil er einfach hart Pech hat. Das kann ja vorkommen. Rein statistisch gesehen ist es möglich. So, ist es dann noch fair? Ja, eigentlich schon, aber er hat halt Pech gehabt einfach. So, und bei Texten ist es nicht einfacher oder sogar noch viel schwerer. Wie definiere ich denn, welcher Text nicht rassistisch ist? Da muss ich ja jeden Text vorher durchlesen, mir überlegen, was ist das eigentlich für ein Text, mir überlegen, was ist das für ein Standpunkt. Das ist quasi unmöglich, das zu kategorisieren. Vor allem, wenn ich nicht genau eine Definition habe von fair. Klar, wenn es jetzt da drin steht, irgendwie alle, die nicht aus Deutschland kommen, sind plötzlich minderwertige Kreaturen, so, dann ist natürlich eindeutig klar, dass dieser Text nicht fair ist. Aber es ist trotzdem eine Frage, welche Texte kann ich denn dann überhaupt benutzen, beziehungsweise wer definiert mir, welche Texte ich überhaupt benutzen darf. Weil je nach Standpunkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht in ein anderes Land gehe, dann ist der Standpunkt, was fair ist, ein ganz, ganz anderer. So, das sieht man ja auch in der Diplomatie immer wieder, dass man eigentlich nie von objektiven Werten ausgeht, sondern immer nur von Standpunkten. Für deinen Standpunkt mag es vielleicht in Ordnung sein, wenn, keine Ahnung, die Frau immer voll verschleiert sein muss und nicht alleine raus darf, während für meinen Standpunkt wäre das nicht fair. So, mit muss, bitte. Das ist halt die Frage, wer definiert das, was fair ist. Wir haben da einfach vielleicht einen anderen Standpunkt. Und schreibt dafür mal Richtlinien. Also wirklich Richtlinien, die das definitiv prüfen. der großen Entwickler noch eine ziemliche Blackbox. Die Datensätze und die Art und Weise, wie die Modelle trainiert werden, sind häufig ein Geheimnis. Viele Experten fordern mehr Transparenz, um OpenAI und Co. besser regulieren und zur Verantwortung ziehen zu können. Und das ist tatsächlich was ich auch absolut verstehen kann. Weil das Paper zu GPT-4 ist also 3.5 war noch ziemlich offen, man hat gesehen, was für Daten sie benutzt haben, man hat alles eigentlich gesehen. GPT-4 war dann, ja, also aus Gründen können wir euch leider nicht sagen, welche Daten wir haben. Wir können euch auch nicht sagen über das neuronale Netz. Wir können euch eigentlich sagen, dass wir gar nichts sagen. Das war das Paper zu GPT-4. Das war wirklich ein Bummer, muss ich sagen, und es war echt problematisch. OpenAI versucht, die Antworten von ChatGPT zu filtern, damit der Bot zum Beispiel keine rassistischen Dinge schreibt. Doch es gibt etliche Wege, diese Filter zu umgehen. Dazu haben Dan ist schlecht geworden. wir auf unserem Zweitkanal TwoBotGuys bereits ein ausführliches Video gemacht. Ein Link ist in der Beschreibung und auf der Endcard. Ich hatte ja auch schon was darüber gesagt, aber diese ganzen Jailbreaks sind schlechter geworden und natürlich dann offensichtlich nicht mehr in Ordnung. So, das ist ja ganz klar. Hinter diesen Filtern steckt auch keine besonders beeindruckende Technologie, sondern schlicht ziemlich viel menschliche Arbeit. Ja. Deshalb setzen OpenAI und Co. häufig auf schlecht bezahlte Arbeitskräfte in Entwicklungsländern. Die kategorisieren und überprüfen Inhalte, ähnlich wie bei Facebook und anderen Social-Media-Plattformen. Sie überprüfen, das muss man vielleicht noch sagen, nicht die Inhalte. Also wenn ihr was bei ChatGPT bauen lasst, dann geht das nicht vorher, keine Ahnung, in Kenia, in dem Fall jetzt, weil das die Schlagzeile ist, durch und die überprüfen, ob sie das euch zeigen können, sondern sie überprüfen die Trainingsdaten. Das heißt, die lesen sich quasi einfach wirklich alles durch und sagen dann, ey, das kann da rein, das kann da nicht rein. Aber nochmal, kann jemand aus in dem Fall, kann generell eine einzelne Person entscheiden, wann ein Datum für ein Training okay ist oder nicht. Das funktioniert nicht. Anfang letzten Jahres hat ein kenianisches Team sich für OpenAI beispielsweise Texte und Bilder von Kindesmissbrauch, Vergewaltigungen, Ermordungen und anderen verstörenden Inhalten angeschaut und sie kategorisiert. Den jeweiligen Modellen kann man dann entsprechend antrainieren, sowas nicht zu produzieren.
Die Tätigkeit wurde teilweise mit weniger als $2 pro Stunde vergütet. Die Zusammenarbeit wurde früher als geplant von der kenianischen Seite beendet. Laut führenden Forschern basiert die derzeitige KI-Industrie zu Teilen auf einem globalisierten, ausbeuterischen System. Insbesondere Menschen in Entwicklungsländern leiden darunter. So verstärken KI-Produkte potenziell strukturelle Ungleichheiten. Auch innerhalb westlicher Gesellschaften könnten KIs solche Effekte haben. KIs sind, wie bereits erwähnt, vor allem für die Kreativbranche, Bürojobs und Assistenztätigkeiten eine Gefahr. Einen Termin machen, kurz eine Info nachschlagen, eine Tabelle oder eine Präsentation erstellen, eben was coden oder einen Text verfassen. All diese Arbeit können digitale KI-Assistenzen wahrscheinlich bald erledigen. Topverdiener sind dabei nicht so gefährdet und können sogar profitieren. Der Anwalt, die Ärztin oder der Unternehmer können mit KIs wahrscheinlich ihre Kosten reduzieren. Viele Angestellte dagegen müssen sich potenziell neue Jobs suchen. Dafür ist es aber fairerweise auch einfacher, solche Tätigkeiten dann am Ende auch auszuführen. Also ich meine, jemand, der jetzt aktuell noch kaum Erfahrung im Coden hat, kann sich eigentlich trotzdem mit ChatGPT und ein bisschen selbst antrainieren von Erfahrung eine eigene Software produzieren. Oder man kann leichter Arzt werden, weil man eben mehr Verständnis oder leichter an diese Ressourcen kommt, um eben solche Sachen zu lernen auch. Also das Lernen wird ja dann auch einfacher. Sprich, wir haben dann vielleicht bald mehr Ärzte. Dadurch sind die nicht mehr so überbezahlt und, oder vielleicht sind sie das auch gar nicht. Wahrscheinlich sind sie das gar nicht. Aber wir haben dann bald auch mehr Ärzte zum Beispiel auf dem Land, weil es da halt einfach noch einen Mangel gibt zum Beispiel. Oder Rechtsanwälte, ne? Und das könnte auch auf der anderen Seite Leute, die diese Chance nutzen, zu einer Demokratisierung von dem Wissen eben führen. Oder nichts anderes ist ja im Endeffekt der Job. Da muss man aber nur gucken, braucht man weiterhin für Rechtsanwalt so eine krasse Ausbildung, wie man sie halt jetzt braucht. Ist das sinnvoll oder kann ich dann soweit die meisten Tätigkeiten einfach oder die meisten Inhalte aus dem Studium auch einfach, brauche ich nicht mehr und kann dann einfach direkt einsteigen zum Beispiel. So könnten vor allem diejenigen durch KIs reicher werden, die eh schon gut dastehen. Die Arbeit der stagnierenden Mittelschicht könnte weiter entwertet werden. Umso wichtiger wird es, Arbeitskräften neue Chancen und Umschulungen zu ermöglichen. Genau. KI wird uns nicht alle abschaffen. Sie wird unsere Arbeitswelt aber nachhaltig verändern. Ja. Es liegt an uns und unseren Regierungen, die bereits bestehenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen, ohne sich in Debatten zur weit entfernten Zukunft zu verrennen. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst global. KI sollte diesen Trend nicht weiter verstärken. Wie reguliert man OpenAI und Co., um ihre Produkte im Interesse der Gesellschaft zu entwickeln? Wie schützt man Content Manager vor Ausbeutung? Brauchen wir eine KI-Steuer, um Gewinne durch KI gerecht zu verteilen? Künstliche Intelligenz kann unsere Welt bereichern und wir haben die Kontrolle darüber, ob sie es auch wird. Genau. Und ich glaube an der Stelle tatsächlich, dass das meiste einfach auch an uns liegt, wie wir damit umgehen und wie gut wir damit umgehen lernen und dass wir uns vielleicht einfach nicht nochmal abhängen lassen von irgendwelchen anderen Ländern, weil ansonsten sind wir tatsächlich dann einfach schon wieder das digitale Entwicklungsland, das wir leider in vielen Fällen auch immer noch sind. Und ich hoffe, dass das KI dann nicht auch noch dazugehören wird. Ja, aber in dem Sinne, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich schau mal, was sie noch gemacht haben. Cheers. Cheers, genau. Und ich glaube, dass wir da eine riesige Chance an die Hand bekommen haben. Eben auch eine Chance, die nicht nur bedeutet, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen lassen, sondern dass wir sie auch vielleicht ein bisschen mehr zusammenführen. Im Endeffekt ist es ein Tool, das jeder benutzen kann und durch Wissen kann man relativ viel erreichen, meiner Meinung nach. Dementsprechend, ja, seid aber trotzdem vorsichtig und checkt die Quellen, die da angegeben werden, weil nicht alles, was da an Wissen rauskommt, ist immer perfekt, okay? Das haben wir schon hunderte Male jetzt geklärt, trotzdem wichtig zu sagen. An der Stelle auch von mir ein Cheers und definitiv ein Shoutout an Simplicissimus für dieses Video. Ihr findet alles unten, lasst ihm gerne mal ein Like und vielleicht auch die Watchtime da. Guckt am besten das Video ganz zu Ende, damit dem Algorithmus auch gut vorwärts kommt. Der ist ja auch eine KI mittlerweile, ne? Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.